Hey hey, Wildermyth Story-Kampagne Monarchs Under the Mountain ist die dritte Wildermyth-Kampagne auf dem Channel, die zweite Story-Kampagne. Legen wir los. Diesmal machen wir ernst. Wir spielen höchste Schwierigkeit Iron Man. Ich werde genauso wie vorher jedes Kapitel als eigenes Video hochladen, also planet ein bisschen Zeit ein. Ich rechne so zwischen 1,5 bis 2 Stunden pro Kapitel, vielleicht ein bisschen länger. In der Kampagne spielen wir gegen die Deepists, aber das seht ihr ja gleich alles. Wir werden mitnehmen Trundle aus der Kampagne vorher, genauso wie Mel, der mittlerweile ein Skelett geworden ist. Wir haben sonst noch dabei Malea, ich habe einfach ein paar Mal auf Random gedrückt und dann legen wir auch schon los und dann ergibt sich das alles. Ich werde die komplette Story vorlesen und spielen, also lehnt euch zurück und schön, dass ihr da seid. Awaken, Oath-Taker. Lower yourself. The secrets of creation lie within these depths. You will know them all in time. Peel your eyes to darkness and see the only truth. Awaken, awaken. The surface was always harsh, cold and cruel. Awaken, awaken. You sacrificed so much to belong on that sun-struck plateau, and still they rejected you, cast you off. They will feel the prophet's wrath. Awaken, your freedom is buried beneath the ground. Find it. Awaken. 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 Wake up. Samurai. Open your eyes, you'll be okay. They all around us, Trundle. It's fine, eyes open, easy now. Your grandpa's worried. Look in her eyes, she's seen things. Don't you worry, you'll be okay. Can you hold a weapon? Sowas zu sagen, wenn man als Skelett hier steht. So, warte, wir haben einen Krieger, einen Mage, das heißt, wir brauchen eine Schützin. We need to get out the way we came in, before they overwhelm us. Gut, Wildermyth, ich werde hier nicht allzu viel erklären. Wer irgendwie eine Erklärung braucht, bitte einfach erste Kampagne anschauen, die Random-Kampagne. Kurzer Spoiler, wenn ihr das hier seht, habe ich die komplette Kampagne abgedreht und überlebt auf Walking Lunch Iron Man. Jetzt, wenn ich das spiele, ist mir das noch nicht klar. Aber wenn ihr das seht, ist das so. Gut, das haben wir hier. Alle Helden müssen überleben. More Horn Children are coming, escape. Wir treten also die Tür ein und rennen nach da drüben weg. Horn Children sind ziemlich stabile Drecksäcke. Wir haben die beiden Charaktere hier, die uns mehr oder weniger hier durchcarryen sollen. Das heißt, sinnvoll wäre es, wenn Malea die Tür aufmacht. Können wir aber gerade nicht. Was haben wir denn Damage hier? 6 Punkte, der hat 8 HP. Gott, im Himmel sind die stabil. So, aber der hier müsste doch eigentlich entsprechenden Interviews-Damage machen. Weil der arme Kerl hat sich in der Kampagne vorher einen verfluchten Dolch geschnappt und ist jetzt ein ganz klein wenig verflucht deswegen. Ist ein kleines Skelett geworden. Ja, genug geschwätzt. Legen wir los. Wir wollen ja nicht, dass die Videos 3 Stunden lang sind. Guter Angriff, guter Angriff. Das war nicht unbedingt das, was ich wollte, aber der müsste stabil genug sein, um die Sache hier zu überleben. Machen wir hier 4 Punkte Schaden? Nein, machen wir nicht, aber von hier unten wahrscheinlich. Ja, wir können ihn ein Stück ziehen, die kann sich gleich unsichtbar machen. Ich komm schon. Na gut, dann ziehen wir es sauber durch. Hoffen wir einfach, dass wir überleben. Wir haben hier schon mal 2 Punkte Rüstung, hier haben wir 5 Punkte Rüstung, also... Ich denke, so schlimm wird es nicht werden. Wie viele Punkte Damage macht denn der, wenn der jemandem entgegenläuft? Macht der genug Damage, um Hornschild drin zu töten? Mein kleiner Freund? 2 Punkte, schade. Was haben wir hier? Single Action Ends Turn, Inspiring Terror. Okay. Wilde Sache. Ich hätte gerne irgendwas, was explodiert. Bowlands explodiert mir leider nicht genug. So.
Wenn das Hornschild an den... Das Hornschall an den Rand geht, ist das sowieso tot. Wir bleiben einfach alle hinter Mel. Der tötet die Gegner für uns. Das ist ein Top-Plan. Ich habe Trundle ausgesucht, weil ich gerne Children of the Hill Theme entwickeln würde und Mel einfach nur, weil es ein lustiger Kerl ist, der mittlerweile ein Skelett ist. Haben einen Bogen mit, oder? Kann ich mit irgendwen knipsen? Nope. So, sie hier muss gerettet werden. Die wollte sich anscheinend dem Kult anschließen. Ist aber immer noch kein Bogenschütze, sondern gerade gar keine Klasse, sehe ich. Das ist ein bisschen lästig. Also aufpassen, dass sie nicht stirbt. Gut, die Hornchilds machen nicht allzu viel Damage. Jetzt hätte ich Hornchildren sagen müssen. Ich bin heute gut dabei. Ich spreche Englisch. Hello, hello. So, der wackelt einfach mal an dem hier vorbei. Warte, kann der... Ich springe erst hoch und dann da runter. So, da oben spawnt gleich ein neuer, aber das kriegen wir schon alles auf die Kette. Wir schicken einfach erstmal die Dame hier vor, soweit wie es geht, sodass sie in Sicherheit ist. Das war nichts. Gut, wenn nur Hornschild drin spawnen, ist das kein Problem. Die kann Mel eigentlich alle nehmen. Wir interviewen schon mal hier oben. Mit Splinterblast. Hilft mir nicht so viel, dann mit dem Stone Tablet. Das soll so stehen bleiben, damit Malea hier in Deckung ist. Ja, ja, kommt ihr nur. Shoot. So, der Diskus hier ist noch nicht so weit. Wie weit kommt denn unser Trundle? Okay, ja, nicht das, was ich wollte, aber okay. Dann bis dahin marschieren. Dann sind hier alle in Sicherheit. Wir kommen hier schon raus, keine Angst. Ja, spawnen die nur. Töte das Vieh einfach im Vorbeigehen. Dann pushen wir hier weiter durch. Müssen alle da hinten drauf oder reicht es, wenn einer da drauf kommt? Gut, Malea ist auf jeden Fall in Sicherheit. So, Trundle eins aufhüpfen, Mel auch. Wir sind hier raus, das war easy. Also Malea ist jetzt kein von mir speziell erstellter Charakter. Wir haben hier die beiden Legacies dabei. Ich habe einfach ein paar Mal auf Random gedrückt. I've lost the light. What do you mean you lost the light? The way up displays a maze. Ja, das lese ich nicht vor. From the belly of the earth a horn lowly howls. Humming voices echo the note. A wave of dark bile flooding up the warren's snaking holes. The Shadow Hunter, that's his call. Which way? I don't know either. But Malea remembers now. She's not sure how. She can feel it in her feet. In her feet. Follow me! Oh, es geht noch weiter, okay. Shoot, der ist aber unangenehm jetzt aufgetaucht, da der Kerl. Und die kann sich immer noch nicht unsichtbar machen. Wir lassen Mel trotzdem als letzten laufen. Können wir hier schießen und einigermaßen treffen? Wie weit kommen die Kerl hier denn? Das war gut. Jetzt gehen wir mit dem hin. Interfusen mit dem Stein. Und hoffen auf einen Diskustreffer. Das war schlecht. So, wir müssen die hier trotzdem mitziehen. Die sind hier geschützt durch die Aura von Mel. Aber Trundle fängt sich jetzt trotzdem ein paar von dem da. Gut gemacht. So, wir müssen hier oben rum. Ja, ja, ich weiß. Die spawnen sogar da. Das ist nicht so bueno. Gut, aber wenn er gespawnt ist, darf der noch nicht wirklich mitspielen. So, wir haben den Diskus hier noch.
Ich könnte ihn totschlagen, aber wir wollen ja eigentlich eher flüchten. Also erst der Mage. Schauen wir uns die Sachen mal an. Der blockt dann auch hier den Weg, wenn das Hornschalter oben spawnt. Den Damage haben wir im Karton. Nehmen wir die Waffe raus. Gehen hier hin, blocken die Sachen beim Krieger. Dann ist der Weg hier doppelt geblockt. So kriegen wir doch alle Leben hier raus. Ich habe jetzt nicht mit allzu hohen Legacy-Charakteren angefangen. Könnte also tatsächlich ein bisschen schwierig sein. Ich könnte auch hier 2 Level 5er rausholen. Ich habe tatsächlich einen 5er Krieger und einen 5er Mage rumliegen. Ich sollte die Legacy irgendwann mal zeigen am Ende von so einem Video. Ich verklicke mich heute die ganze Zeit. Ist schlimm. Machen wir erstmal einen Zurück-Move. Fräulein Jägerin. Bitte. Reicht's, wenn einer da reingeht diesmal, so wie eben? Ne, diesmal müssen alle, okay. Dann lassen wir uns hier gemütlich gestaffelt zurückfallen. Der Mage fällt zurück und schießt dabei. Ich habe tatsächlich erst einmal auf höchster Schwierigkeit gespielt, eine kleine Dreierkampagne. Das hier ist ja eine 5er. Ich hoffe mal, es geht trotzdem gut durch. Ich sag, wenn ihr das hier seht, könnt ihr euch sicher sein, dass ich die Kampagne fertig gespielt habe. Während ich es aufnehme, weiß ich dann noch gar nichts von. Das ist dann ein Problem für den Zukunftsfeiert. Oder ich tue nur so. Und ich habe das hier jetzt schon das 5. Mal gespielt und beharre deswegen nur so da drauf, weil ich schon so oft hier war. Bum, 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 bum. Tschüss, Boyos. Victorie. Armor 05. Das geht doch direkt. Unseren Freund Mel schätze ich. Trundle hat schon 4 Punkte Rüstung, weil er die andere Rüstung anhat. Also sieht der super stylisch damit aus. Emerge from the tunnels into a scarlet brown afternoon. Thunderheads rolling in from the east and north. Hey, that was good work, kid. Let's put some distance behind us before we break out the barrels. So, direkt mal eine Calamity drauf. 40% mehr HP auf die Woken. Die hatten jetzt schon 7 HP. Alter. A night storm shakes the tent. Water runs under the canvas and soaks them. Attempts at the fire are futile. Und noch ein Mage dabei. This rain's good news, obscures our route, maybe even softens their tunnels some. Yeah, but it's not great for our purposes either. Excuse me, who are you two? Us, we are problem solvers. I'm Mel and that's Trundle. Your grandpa told us you'd been coaxed into joining the wrong sort of folk. He put it a little more colorfully, of course. Right, and he's promised us a few coins if we get you back. I see. Malea lies abruptly down. The rain pounds and pools. It lets up just before dawn. You know, I chose that path. I went there because Anyway, I chose it. Grandfather's the only one who would have even noticed or cared. Hier ziemliche Emo-Storyline. You sure didn't seem too sad to leave it behind. A brisk, soggy march gets them back to the town of Fernhook before lunch, but not before another downpour. Miserable place. Can you blame me for leaving? Why don't you let me go my own way? Our job's not done until you're home. The fact is, he cared enough to send us after you. He'll be glad to see you safe. The old man stands up from his chair as the door opens. Malea, my girl. I'm back, grandfather. A lengthy scolding follows. What could have possessed you? A shouting match whose words are drowned in the rain. Rough conversation. Want to give them some time? Grey Getty's place is just up the road. Grey Getty's tavern is empty except for Getty himself. They eat a late lunch and stand finishing their drinks. So, what's next for us? Next, these cultists are a bigger problem than everyone thought. Rumor is the Westland Passage is blocked. They control the road. You saying that's for us to do? It's a job for someone. Leaving already? Not just yet?
Oh, well, sounds like she's got something to tell us, doesn't it? I'm not good at this kind of thing. I just want to ask if you'd take you with us? I don't know. I suppose that's it. I want to go anywhere, really. Your grandpa wouldn't object? I don't want to be a burden on him anymore. I used to promise that I'd find a way to make something of myself, make him proud. We'll have to pick up a lot quickly, living our way. This life's not a gentle teacher. Mel ist so lustig, der ist einfach ein verfluchtes Skelett und sagt so Sachen. Ich meine, er hat recht, definitiv. Well, it's up to you. We'll all have to die sometime, right? We were thinking of expanding our operation, becoming a true company of heroes. All we are missing is a name. What do you think of the Scribes of Dawn? The Brethren of the Crow. Scribes of Dawn klingt schräg, aber Brethren of the Crow ist ein bisschen... Naja, das Skelett wird schon Bescheid wissen. Count me in. You're an interesting case, Malea. Your knowledge could prove useful. The mountain path to the westlands is being blocked, so we hear. There's plenty of work to be done between here and there, some of it bloody, dangerous. I'll do whatever you ask of me, if not for myself, then for my grandfather. Here follow the tales of the Brethren of the Crow. Deeper secrets await them. Malea Arden is now a Greenhorn Hunter. So, was haben wir denn hier? Alles schön. Crippling Strikes ist schön, Rogue ist schön, Throughshot ist schön. Rogue ist immer gut. Sollte jeder haben, egal ob Bogenschütze oder Nahkämpfer, Rogue ist gut. Den Rest können wir später noch finden. Unsichtbar werden nach einem Kill ist einfach eine Top-Fähigkeit. Noch eine Calamity, komm schon. Ist noch nichts passiert, ich habe schon 2 Karten hier drin. Gut, kurz für Leute, die es noch nicht gesehen haben. Hier oben ist unser Auftrag. Hier sind unsere beiden Timer. Einmal Calamity Card, einmal Incursion. Wir haben aktuell noch keinen Incursion-Timer, weil wir keine Infested Tiles haben. Calamities sind auf der Schwierigkeit hier öfter und kosten mehr. Hier oben ist unsere Übersicht. Wir kämpfen nicht gegen Mortagi, das ist schon mal ganz gut. Wir haben hier alle Gegner drin, die es aktuell gibt. Wir haben verbesserte Awaken mit mehr HP und die uns verlangsamen, wenn die angreifen. Und wir haben den Slinger, also einfach nur Schwertkämpfer und Fernkämpfer. Genauso wie für die Dwarven, die Gorgons haben. Rehe und Waschbären. Und die Drechsel sind komische Dudes, okay? Legen wir los. Ich weiß nicht, ob ich direkt noch jemanden rekrutieren will. Für die Schwierigkeit wäre es wahrscheinlich besser. Wir schauen mal kurz rein. 2 Tage. Ja. Wir brauchen noch einen zweiten Krieger auf der Schwierigkeit hier auf jeden Fall. Bin heute in der Legacy. Irgendwen, den ich kenne? Klar. Wir sammeln diese 8 Punkte und dann nehmen wir Redbeth Silverclaw mit. Und dann zieht ihr uns durch die ersten 3 Kampagnenlevel. Sollt ihr mal sehen. 12 Tage Reisezeit. Dude. So, was haben wir hier? Stärke 4, das heißt, es sind einer mehr als wir. All the Sweltering Stars. When the moon's gone, all the stars seem happier. Reminds me of a tavern hall before your face darkens the window. Mel, she doesn't know. Anyway, it's a good omen, the brightening stars. If it's omens, see if one of them wants me to sock your ear. Yeah, I just like to give a little nod to what I don't understand sometimes and listen to the world when it whispers. Alright then, my own experience is somewhat different, but well... Sternschnuppe! Swoosh! So, wen haben wir denn hier? 53%. Is this your sign? My guardians, my guides. Gazing up a long while, Malea sighs to see no familiar shape among sprays and constellations. Nothing she knows a name for, no point to pin or dream on. Aww. Well, a comet's not an everyday thing, at least.
So there's something to mark the night. We search and we search for reason and meaning. We ache and wonder. But meanings are often as faint as the greyest glimpse behind the darkness. Das habe ich wohl nicht geschafft. So. Drechsel. 1 Punkt Armor, 1 Punkt Warding. 2 Dweaver, 2 Thrusks. Hauen wir mal drauf. Und der schleicht sich da erstmal an. Und macht Damage einfach nur im Vorbeigehen. So, der kann Strike. Bitter Scratch ist doch gratis, oder? Ja, das macht nur Rüstung kaputt. Was kriegen wir denn hier als Interviews zusammen? 7 Punkte. 5 Punkte Dagger Strike. Bone Lance. Machen wir Diskus. Schön. Dann ziehen wir den Krieger vor. Wie weit kannst du laufen, mein kleiner Kerl? Soweit wie er möchte anscheinend. Bisschen fuschig, aber okay. Na gut, Mel hat die Rüstung und Trundle auch. Der Typ, der kann uns gar nichts genau. Machen die Bogenschützen unsichtbar, die hat die Rüstung noch nicht. Naja, puste nur den Alarm. Armer Trundle, kommt gerade alles nicht weit genug. Oder der Typ, der ist echt clever. Gut, gehen wir ran, so wie eben. Schnappen uns den Stein da. Machen einen Diskus. Dann sollen die anderen Bogen schießen. Oder Mel zieht uns einfach hier durch mit seinem verfluchten Dagger. Aufmachen! Wrath of the Crow! Wo sind denn? Uns fehlen noch 2 Gegner, oder? Scout! Deck mal wen auf, bitte. Ah. Dann warten wir hier halt ein Sekündchen. Wir haben es ja nicht eilig. Hey, da ist unser Dweaver. Wir haben ein automatisches Withdraw. Wir interfusen mit dem Altar. Schmeißen einen Klotz. Feuern einen Bogen ab ohne... Ja, hier ist der Pfeil eingetragen für die letzte Attacke, das heißt, es müsste irgendwo hier stehen für einen Flankenangriff. Schicken wir erstmal Trundle vor, falls irgendwas ist. Die bleibt ja theoretisch unsichtbar, wenn die den tötet. Genau. Deshalb ist Rogue eine gute Fähigkeit. Er bleibt hier, uns fehlt noch ein Nahkämpfer. Da klopft er doch auch schon. Hey, mein kleiner Kerl. So, alle Mann in Position. Wir lassen den Kerl durch die Türe kommen. Und dann hat er es hoffentlich auch schon hinter sich. Hallo! Trundle, mal ran da. Schlag dir mit deiner 2-Attacken, solange du noch eine hast. Weil zwischen den Kapiteln verändert der Mann sich ein ganz klein wenig. The True Bash, den braucht gerade niemand. Der hat seinen Hammer und die Bogenschützin braucht, weiß Gott, keinen Zweihandhammer. Hielt 07, 8, 6. Also die Sache ist die. Mel ist ein untotes Zauberskelett. Mel ist, hat eine Retirement Age von 1075 Jahren. Das heißt, alles, was Mel an Equipment bekommt, ist für immer. Genauso wie Mel. Also bekommt der das Ding jetzt, damit er 6 HP hat. Weil, na, der behält seinen Schrott. Der ist hier bis Kapitel 5 und darüber hinaus. Ich weiß wirklich nicht, ob ich jemanden holen soll. Ich glaube, wir verschieben es ein Sekündchen. Wir suchen erstmal nach Items. Wobei das von den Items auch knifflig wird hier jetzt mit den kurzen Calamities. Muss ich ein bisschen anders spielen wie normal, habe ich langsam so das Gefühl. So, wir haben das befestigt. Dann halt ein Spell Thread, 5er Block, geht an Trundle.
Eine Runde, das kriegen wir noch hin, bevor die nächste Calamity Card kommt. Die kommen hier aber rasch rein, dann jetzt die Dinger. Das wird eine hässliche Kampagne. Da sehe ich wieder Gegner, die ich vorher noch nie gesehen habe. Assault Boulder Forge. Okay. Silver and Shadows. The sun's fallen and a silver fog floats from the trees where shadows pool. Well, wait. Trundle won't want to lose you. Can't remember a gloom quite like this. You? Listen, the twilight birds are silent. The quiet forms a fence around them, impenetrable, the whirling air almost utterly opaque. Pretty odd. That's all you have to say. Let's get to the trees, at least those are solid. They halt just inside the shelter of the pines, the dark air clinging wet. The trunks they press to dampen their palms. Well, what now? And then something vast moves beside them. Slow, achingly slow. It passes, too enormous to be seen, impossibly silent. Huh. Night's fallen. The fog wanders away, clinging to the felty outline of that gargantuan shadow. So, let's find Trundle, maybe he saw it too. I'd rather us take a look now. Ja, das hier. Ich kenne das Event, wir wollen das Ding haben, schätze ich? Ja, ich denke schon. Come on, Malea, where's that intellectual curiosity of yours? Lead on then, lucky for you I'm here. The night, emptied of silence, fills again with noise, crickets and owls and scuttling ferrets. Approximating where the giant had passed, they search. There are no footprints. Or are there? Pools of green light are spaced along between the unbroken pine trunks, perhaps at distances to match the thing's huge stride. Even as they watch, the light pools rapidly shrink into the ground, drying, sinking, perhaps just fading like starlight. Mel runs to stoop over one of these and scrapes the earth away as best he can. Careful! He plucks the glowing seed from the ground as it tries to burrow deeper. It slips his grasp but then floats, settling in the air. Dwarven surrounding us, I'm sure. Snatching the seed, Mel secures it in his pocket. This is shouting distance, right? It's certainly worth a try. Trundle? Trundle finds them. But so do the enemies. Disorder, all heroes. Walling provides no armor this combat. Ist nicht weiter schlimm mit 3 Leuten. 2 Stumps, 2 Darts, bringen auf die Kette. Leaf Spirit. In welche Richtung Leaf Spirits du denn? Bogenschütze. Ui. Ja. Wir ziehen mit auf. Wir vernichten die, bevor irgendjemand merkt, dass wir hier sind. Interviews. Stone. Discos. Schönes Ding, Mel. Schönes Ding. So, wir packen Trundle davor. Wir machen unseren Bogenschützen unsichtbar. So, der Bogenschütze würde dann rausfallen, wenn ich angreife da hinten. Wir brauchen Mel als Counter hier. Gut, aber der Leaf Spirit bleibt ja eigentlich, er läuft ja jetzt erstmal nicht weg. Ich denke, wir werden den messern. Es sollte eine höhere Chance geben. Jo, die bleibt unsichtbar und kümmert sich gleich um den Leaf Spirit. Wir können hier diagonal angreifen, ohne dass der Dart uns trifft. Mal schauen, was dabei rauskommt. Schöner Treffer. Das interessiert uns erstmal nicht. Kein Effekt gegen Mortagis. Gut, dass wir keine Mortagis haben in der Kampagne hier. Haben wir hier irgendwas? Splinterblast. 3 Punkte Damage reicht uns nicht. Diskus. Kennen wir. Wie weit kann ich denn laufen?
Kann ich weit genug laufen, damit ich da hinten mit dieser Blume interfusen kann. Da, ja, dann trifft er mich aber. Scherzkeks. Weil der Krallenangriff ist doch gratis. So, machen wir erstmal das. Der macht aber halt keinen Damage. Schade. Dann sticht er halt ab. Es geht nicht über diagonal. Nichts als Probleme hier. Tut mir leid, meine Kerle. Nichts als Probleme. Der Splinterblast ist mir nicht wuchtig genug. Splinterblast! Attack! So, kleiner Dart. Ich hoffe, du hast die braunen Hosen angezogen. Oh, übertreib nicht. So, Leaf Spirit, mein kleiner Kerl. Puff, Leaf Bow ist komisch. Was war Leaf nochmal? Das heilt mich? Ich hätte gerne einen Legacy Point. Die brauchen wir gerade. So, wumsch mal ein Dart zu Klump. Der bekommt Dodge, nachdem ich den angegriffen habe. Das heißt, das ist auf jeden Fall nicht mein erster Move. 7 Punkte. Wie viel hat der? 5. Ah, ich muss niesen. Aufpassen. Macht gute Arbeit, unser untoter Mate. Ab für unseren Krieger. Ja, recht einfache Entscheidung. Eine Fackel, wow, nice, cool. Oh, es ist aus Versehen kaputt gegangen. Once again, the night air belongs to the songs of ordinary creatures. Everyone still here? I hate a night battle. Keep knocking into trees. Mel and Malea recount what they saw. A colossus striding silently through the silver fog. Trundle never saw more than the great banks of mist separating them. They make a further search for sign of the giant's passing, but are forced to camp precious hours from sunrise, having found nothing. Later, you're an enigma, little seed. Melt plants it on a sun-blessed hillside in a bed of soft earth. Who knows what will sprout? Ein Sproutling. Calamities, extra HP für den kleinen Dart. Gott, das wird eine schwierige Kampagne. Gut, dass ihr da seid, meine Kerle. Allein würde ich es nicht schaffen. Ich bin gleich meine 10 Punkte sowieso los. Also können wir hier auch noch ein bisschen nach einem Item suchen. Kapitel 1 sollte man immer nach Items suchen. Man braucht die Items. Alter. Gegen wen spielen wir? Extra Damage. Der Rest ist mir eigentlich ziemlich egal. Das sind ganz schön viele Dinger. Das wird nicht gut, Mann. Das wird nicht gut. Was gibt's denn? 07 Speed kriegt der Krieger. Ja, die Frage ist, holen wir da jetzt noch wirklich einen teuren Legacy-Helden oder einfach so einen frischen Krieger? Ich meine, ja, ich habe jetzt die 8 Punkte, aber die könnte uns vielleicht tatsächlich durch die Kampagne ziehen. Die hat schon... Wir ziehen es durch, okay? Wir übertreiben jetzt total. Wir nehmen die nächsten Calamities voll auf. Wir rekrutieren Redbeth Silverclaw, Mythwalker Stufe 5. Huff. Battle Dance, Heroism, Endurance. Battle Dance. Endurance. Das ist, ne? Was soll ich da noch zu sagen? Schwachsinn. Größte Schwachsinn, den jemals jemand gesehen hat. Folks called Redbeth an old soul. But that was because they had no better words for her. Die ist ein Bär, okay? Die ist ein Bär, komplett. Stories of legendary battles often felt familiar. Unwritten verses of old ballads came out of her after a warm drink or two. And she dreamed of wind-ragged hills where banners blew and old blades lay buried. So when the brethren of the crow drew her out of town with the opportunity to fight, Redbeth couldn't tell whether she was leaving home or coming back to it.
So, dann rekrutiert die Tante mal 32 Tage, dann kriegen wir schon die nächsten 5 Calamity Cards, gegen die ich jetzt nichts mehr tun kann. So, kurz zur Aufklärung. Wir haben hier einen voll ausgebauten Bear-Touched Krieger. Fängt auf Level 5 an. Hier kurz zur History. Die hat schon 340 Monster getötet. Das hier sind die Kampagnen, in denen die vorher mitgespielt hat. Die hat schon... das ist ein echter Legacy-Held. Die ist jetzt 33. Die geht in Rente mit wann? 65? Das ist noch ein Moment. Ich kann da nicht dran vorbeigehen, um das Ding einzusammeln. Das wird mich ja aufregen. Dann wird die erste... Dann sterben wir halt in Kapitel 1, okay? Ja, ich kann nichts dagegen tun. Extra Armor, ein extra Hornchild. Okay, die beschwören jetzt extra Gegner. Das ist ja grausam. Wer macht sowas? Und in 80 Tagen kommt die erste in Kirsch. Die Schwierigkeit hier ist kein Problem für mich. Ich kenne mich da aus. Also ich spiele das Spiel hier schon seit langer Zeit. Es kann eigentlich nichts schief gehen. Ich denke, das ist alles kein Problem hier. Changes of heart and hand. Here's something you won't see underground. Never knew about this place. Not many do. Sometimes, when your spirit feels dirty, it helps to have a place you can wash it clean again. Gives you cause to, you know, keep going. Can I ask you a serious question? The cult, the Deepists, you don't look like one of them. In fact, I don't look like anyone I've ever seen. Can you explain that? Oh. Falling streams rush, splash and sing. Tadpoles float aimlessly around in the clear water. Older frogs are scarce and furtive. I saw it happen. By that time, I'd been down there for 2 days. You lose track. There was someone else. Arius. Arius was his name. Earlier arrival. He was all ready for the ceremony. Took his oath. The oaths I took, I can't remember them. I ate a mushroom of some kind, fell asleep. Your oaths are completed when you awaken from them. Arius went before me. He consumed what I gave him and he went into the chamber of dreams to sleep. He was in there a day or so and then a pair of priests went in. I could hear, I'm not sure. The man who came out had Arius's body and face, but different, warped, pulled, whittled at. Could barely speak, skin gone, strange pigments leached and blued and weirded. Did as he was bidden, ate when he was bidden. You saw all that, but you were going to let him do it to you? My choices were gone by that point, the only hope was through. And by through you mean... The deepening is a process, is how it was explained to me. While Arius took a step back to his blank and more primitive state, it was only in order to prepare him for his descent. And as he lowered himself, his mind would be reborn, better, deeper, more powerful, blessed by the prophet, and he would be embraced, valued, loved by his brethren all. It's like graduating from one stage to another, growing up or down, I suppose. The noise of these delicate falls isn't loud enough. Their dampened skins and clothes feel cold, fingers numb, blue. Time to go. Right, yes. Come on, Malea. Miles to make before the sun falls. Let's not be idle. Coming. Nix passiert sonst, okay. Gut, wir gehen hier rum. Können hoffentlich dann irgendwie diese Calamity aufhalten. Wir haben gerade keine Punkte, um das da zu bauen. Wir sind hier aber dick verstrickt. Moose Forest. Wie viele? 5 plus 1, gut, wir sind jetzt zu viert. Wir haben vor allen Dingen Level 5 Krieger mit dabei. Die schreddert da jetzt einfach durch. One false step. Here's a thought. Maybe Dana Blind isn't as dangerous as we believed.
Weg ist er. Huh? Where did Mel? Down here! Mel's step has broken the hidden covering of a hunting pit, and he's fallen, scuffing and scraping into a dark rocky hole. Well, what happened? How far down are you? Oh, far enough. I can hardly think. This pit's coincidentally placed and obscured along the path, which means greater danger is likely near. We are close to the cultist caves. If it's a trap, do we have time to help him? So, wir haben hier 85% Chance, dass Trundle runterklettert und ihn rausholt. Wir können ein Seil zusammenbinden oder wir lassen ihn unten. Ich glaube an Trundle und an diese Kampagne. Und an 2003 Unable to Identify Action Subject. It doesn't take Trundle long at all. He climbs nimbly down and helps Mel back to the top. And not a moment too soon. So, schau mal, alle Heroes haben 1 HP mehr. Wir haben 4 Horn Children, 1 Woken Slinger, 1 Woken Fighter und 1 extra Gegner auf Stufe 3 und den extra Gegner, den der Slinger beschwört. So, eins nach dem anderen. Du bist eine Bogenschützin. Wir haben hier ein Feuer, das ist sehr nice. Wir ziehen den vor, der hat Rüstung und Magie. Wir ziehen den nicht so weit vor, wie ich es mir gerade vorgestellt habe. Schauen wir mal, was das Feuer so anrichten kann. Oh, Dodge, wirklich. Der Hund. Gut, die kann nicht allzu viel machen gerade, außer unzerstörbar sein, wenn ich mir die Rüstung angucke. Dup, 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 dup. So, kriegen wir irgendwie was zusammen, was uns weiterhilft? Ich denke nicht. Wenn wir Glück haben, kann sie sich hier unsichtbar machen. Gut. Das hätten wir dann schon mal. Der Slinger greift hoffentlich Redbeth an oder fängt an zu pusten. Ist mir eigentlich ziemlich egal. Er bleibt hier. Der hat ja auch im Moment ein bisschen Rüstung. Dann kommt mal ran, ihr Gesindel. Oh nein. Ich hoffe, die 8 Punkte Redbeth waren es wert gewesen. Hoppelt, toll. Jetzt kann die gehen nirgendwo mehr hin. Danke, dass du so dicht rangekommen bist, mein Kerl. So, was haben wir hier? Bearhack. Grabs an enemy, stunning them. Warum ist denn hier so stabil? Hallo? Gut, wir schmeißen direkt unser Heldentum an. Machen erstmal einen Swipe rein. Hoffen, dass das Child dahinter stirbt. Und jetzt kommt der Bearhack ins Spiel. Schön. So wollen wir den Damage sehen. Wie viel Damage machst du mittlerweile hiermit? Ich brauche 3 Damage, nicht 2. 2 ist zu wenig. So, Trundle kann weit genug hüpfen, um ans Hornschall ranzukommen. Du kannst den da erschießen zu 71%. Kriegen wir es hin? Nein, kriegen wir nicht. Problematisch. So, ich könnte den Slinger doch mit Sicherheit constricten. Das ist ja schon nicht schlecht. Das Hornschall tötet niemanden. Nein, das tötet niemanden. Oh, Constrict drauf. Wir ersticken den mit der Decke, die wir da gefunden haben. Wieder Umhang von Dr. Strange. So, wo ist denn unser kleiner Gremlin? Da. Mel marschiert einfach mal an dem Mann da vorbei. Löst den Musch auf. Wir hätten hier gerne ein Interviews mit Splinterblast. Machen wir die Rune Wall. Achtung, die Woken sind echt jetzt schon. Also bitteschön, wie stabil die sind. Wie soll ich denn das hier spielen, Mann? Die Schwierigkeit ist zu hoch, meine Kerle. Ein bisschen Pech, rede ich gerade einfach nur mit mir selbst, weil die Kampagne hier sowieso niemals ausgestrahlt wird. Das Problem dieser stämmigen Bärenbeinchen ist, dass die Dame sich nicht allzu schnell bewegen kann. Ach ja. Ach ja. Die kriegt gar nichts XP, weil die ist schon Max Level. Die ist Max Level in die Welt geboren.
Es haben schon alle einen Brawl Guard an, aber danke dafür. A named place. We've been very fortunate today. No battle ever promises you that. We should name this place. You mean Dana Blind? Well, sure, that's the overall place, but what about a specific clearing or cliff? You think they have names? I bet not. I bet they'd love the attention. Anyway, a little commemoration never went amiss. The top of a nearby mound of stones seemed to fit Trundle's vision. It practically calls out for a name, don't you feel that? I've been thinking on this for a while and Victory's Guard feels appropriate. You have an official process for this? One makes one's own, this place will know. Trundle lit a tiny fire on a crack as the sun stretched out, building small piles and saying a few words. Malea wondered if he was talking a little too animatedly to the rock. But when he came back down, something did feel different. The company took a moment to take in Victory's Guard on their way out. Then continued on, hiding small smiles from Trundle. Klar, plus 2 Damage, schmeißt dann die ganze Zeit die starken Karten oben drauf. Wie wär's mit einem neuen Gegnertyp, wenn wir schon dabei sind? 28 Tage. Wie lange brauche ich, um das da unten zu machen? 14 und 12, weil ich gut in Mathe bin, behaupte ich, das sind 26 Tage. Das heißt, wir schaffen das vor der Incursion. Let's go! Weil dann haben wir noch einen LP mehr und können vielleicht noch einen Incursion-Punkt abbrechen. Outside of Nansei Shrine, a breeze rolls through the treetops. Why is it that wherever I stand, the smoke follows? Law of the Wilderness, the campfire always picks a chosen one. Trundle labert nur Scheiße in der Kampagne hier. Let's hope the wind keeps up. Anything to mask our approach is welcome. Tja. Nice try, little scout. After it, hurry. Steady there, we don't have our gear ready, or plan, or... We lose the Deepist if we don't move now, and then it gets to tell its friends all about us. Let's go, we need to at least prepare. Let's go. Immer dem Bären nach. A chaotic departure from camp ensues. Great axe, great axe! Should I douse the fire? It's probably fine. Running and trying to tighten buckles at the same time is not easy. The would-be scout doesn't get far. Bonk. Before Redbeth and Trundle bring it down. Been a while since a single Deepist was enough to scare us. Thing is though, it's never just a single Deepist. The sound of bellows and battle horns goes up not far from them. Ja, das sind definitiv Bellows and Battlehorns. Das hier ist definitiv ein Battlehorn. So wie das Herr der Ringe, Hörner von Rohan. Genau das. Firm hearts now. They probably didn't expect this particular turn of events either. Sehen wir schon. So, 2 Hornchildren, 2 Slinger, ein Fighter und ein extra Gegner. Gehen wir halt mal ran, nicht? Schicken wir unseren wahnsinnigen Mage vor. Das Child kann nichts tun. Wenn das an den Mage geht, ist das tot. Wir können also ein gemütliches Feuerinterview auf den dort machen. Oder... Ja, alle zu weit weg. Als wäre es volle Absicht. Geschmolzen. Malea, mein Fräulein, du machst keine 5 Punkte Damage, oder? Nein, machst du nicht. Wie wär's, wenn du dich ganz gemütlich unsichtbar machen würdest, was du tust, als würdest du später mitspielen? Redbeth kann nach vorne, die ist unzerstörbar bis ungefähr noch 3 Kapitel später.
Und Trundle stellt sich hier hin und schießt mal nach ihm dort. Schöner Schuss. Ich gebe dir gleich mal Awaken Call. Ich werfe dir ein rosa Feuer auf den Kopf. Dir auch. Gott, mein Feuer ist ausgegangen. Alles schon wieder leere Versprechungen. Gut, wie töten wir die beiden Freunde? Wir schmeißen einen Splinterblast drauf von der Seite. Von genau dort. Dann sind die von hier unten über eine Flanke angreifbar. Wir schmeißen Heldentum an. Marschieren da hoch. Passen den Jungs ein paar mit der Bärenkralle. Dankeschön. Wir schicken Trundle zu unserem Freund, dem Awaken. Verpassen dem 2 Schläge mit der Wasseraxt. Und schon ist das Feld freigeräumt. Warten wir auf den Nachzügler und begrüßen ihn freundlich. Wo bist du, mein Freund, Woken Fighter? Hallo, hallo. Mal lang gedacht, was anderes zu sein als ein Woken Fighter. Wir ziehen den hier hinter. Was haben wir hier? Splinterblast oder nicht? Da oben wäre ein Distus gewesen. Aber wir schreddern die Rüstung. So, er kann nirgendwo hin. Egal wohin geht, er kriegt auf die Bratze. Du hast dich also für die Axt entschieden. Ja, dodgt ihr beide nur. Ganz toll. Ihr seid die besten Kämpfer, die ich jemals gesehen habe. Geht direkt weiter. Ich bin begeistert. Kommt Mel vorbei und sticht hier seinen verfluchten Dolch zwischen die Rippen. Was hältst du denn dafür? Dass man die Mages flexibel einsetzt. Nur weil er Mage ist, heißt das nicht, dass er nur zaubern muss. So, Bogenschütze. Zeig mal, was du werden willst. Gut. Das hier wird eine schwierige Kampagne. Wir nehmen so oft Heroism, wie wir können. Ember Arrows ist Arsch. Rogue kommt wieder. Sharpshooter ist nicht schlecht. 1 Punkt Range, 1 Punkt Ranged Damage. Aber ein extra Schuss ist besser als 1 Punkt Schaden. Stunt Chance plus 6. Hallo, Mage. Mage. Bogenschütze. Natürlich, Mushrocks ist genau das, was ich in Kapitel 1 brauche. Gebt mir doch einfach direkt 2 Karten, die ich nicht canceln kann. Ich meine, hey, alle Woken Fighter sind jetzt 2. Das ist so Kindergeburtstag hier. Okay, je nachdem, wo die Incursion entlangläuft, können wir die tatsächlich ignorieren. Aber die nächsten Karten kriegen wir auf jeden Fall. Das heißt, wir haben Zeit, ein Item zu suchen. Und wie ich die Boys ignorieren kann. Bevor die hier sind, bin ich hier raus. A Mending Path. A passing pilgrim saves Malea's life. Opportunity. Tracking the narrow winter roads of nowhere, a sudden illness clogs Malea's chest, shoots barbs through her veins, rouses her in the night to kneel heaving in the dark outside the tent. So far she is pushed through, hoping it would help. Die hätte sich mal besser ihre Boosterimpfung geholt, dann hätten wir das Problem nicht. Instead, it's worsening. That's enough of that. You need rest. Here, let's camp in this spot. Looks defensible. Trundle sets Malea down, then goes off for firewood, enough to last the night and the following morning. Malea sips from her canteen. Sunset's not yet close. And, odd enough, that's when a faith-called pilgrim comes down the road. You're bad off, aren't you, Earth Daughter? You look it. Do you mind if I stoop down and listen to your signs? Klingt zwielichtiges Angebot. I'm Ameria Redbrook. No one worth fearing. Pilgrim of an order that's never been popular. A god who'd never asked to be. Whoever you are, The pilgrim bends down and places fingers on Malea's pulse. Holds a coin before her mouth, then an ear to her upper chest. You know medicine? I've seen symptoms like these, certainly. Your eyes are still clear, that's good. How long have you? 3 days, just 3. Who are you? You have friend? Well, that woman suffering from
Igoshora, da bleibe ich bei. Rare disease. Folks get it in winter. A wayward spore. I can treat it, but to cure it is impossible. Or nearly, I suppose I should say. A while later. Precious thing. Sleep. Amelia's administered a small elixir made from water and wild barrowbell, as well as some burnt crushed mushrooms. She told Malea to sleep and she's been in a tent ever since. Sie nimmt die ganze Zeit nur Pilze und schläft dann. Das ist ja ihre Story. She'll need more of this elixir. The rest of her life she'll need it. Igochora leaves husks where happiness was. It's a brutal way to go. You mentioned a cure? And I shouldn't have. It's one of those convenient stories about a miraculous heal-all. Once, long ago, I tried to find it. The journey cost my brother his life. By the time I'd returned, empty-handed, the man it would have healed had already passed. Desperate hearts are reckless. Treat the disease patiently and she'll live longer. Talking about me? Oh, you're already looking better. Some constitution you must have. Feel a lot stronger and I thank you, but so tell us both about this cure. Malea. Oh, Dale, my goddess, my god. She mumbles into the fire a moment. Is this the purpose my wandering feet follow? If it is, and it must be, I'll trust my feet. I will. Then meets their eyes again. Our path brought us all here. Who am I to deny my place? They huddle close to the flames as the pilgrim, Ameria Bradbrook, reluctantly describes a distant place, a harrowing guardian, a legendary restorative, and in summary, since you seem set on seeking it out. Please, let me accompany you. It's clear to me that I was put in your path. Please, let me accompany you. It's clear to me that I was put in your path for this holy duty. You'll need the elixir regardless, and I can teach you to make it. So, ja. Die können los, aber nicht jetzt. Wir müssen hier weitermachen. Weil wir wollen hier raus sein, bevor... Eine Magmother, klar, sonst habt ihr keine Probleme. Alter. Wir müssen alle Punkte ausgeben. Das ist ja schrecklich hier. Wir müssen Dana blind stehen lassen, das können wir jetzt nicht securen. Die Quest machen wir nächste Kampagne. Also, nächstes Kapitel. Dodge 5. Gute Frage. Ich schmeiß mal auf den Krieger hier. Ja, wir müssen darüber fertig machen. Wir können die Deepist Crusader nicht unbedingt aufhalten. Stärke 11 ist ein bisschen viel. Wir haben keine Zeit, eine Verteidigung zu bauen. Sonst läuft uns die Kampagne hier über mit Calamities. Ich denke, wir bringen das Kapitel hier zu Ende. Die wird schwierig, die Kampagne. Die wird schwierig. 5 von 7 HP ist okay. Der Bogenschützin. Enemy on the road. A narrow path cuts the mountains here. It's on towards afternoon and the breeze sigh among the rocks, pushing grey swathe of mist around. How inconspicuous. It's not someone you know, is it? You know many of them? Huh? No, it's not like I spent a long time there learning people's names and stuff. I was just... Let's worry about the implications when we make it to the other side. So, 1, 2, 3 Nahkämpfer, 3 Fernkämpfer, ein Chosen. Wo ist unser Chosen? Die dicke Wurst. Ich würde ja Redbeth vorschicken, aber die ist gerade ein bisschen eingequetscht da hinten. Schicken wir erstmal unseren Freund, den Mage, vor. Kann hier vorne seine 2 Punkte Damage machen. Wir haben hier ein Interview, Splinter Blast, 8 Punkte Damage. Den können wir hier klickern lassen. Geklick, vielleicht. Wir schauen mal. Erstmal holen wir ihn hier noch ran.
So, die braucht auf jeden Fall bei Zeiten dann mal einen frischen Bogen. Ist ja schrecklich mit dem Ding. Hier kann ich niemanden erschießen. Ne, 3 Punkte Schaden ist ein Witz. Gut, machen wir unsichtbar. Vergessen wir. Dann holen wir unsere Kriegerin hier ran. Und hoffen mal, dass der Diskus trifft. Schön. Wir haben eine schicke Front. Die blocken sich alle gegenseitig Schaden. Die hier kommen eigentlich nicht so weit, hoffe ich. Und dann legen wir hier mal los. Chosen. Der ist betäubt für eine Runde. Der ist tot für eine Runde. Und wir schießen einen Diskus. Hoffentlich. Wir gehen den Schritt noch, um dem Chosen noch den Damage zu machen. Oder wir töten den Chosen. Ist mir eigentlich egal. Wir gehen den Schritt erstmal, um den Chosen noch Damage zu machen. Mel kann den auch gleich noch abstechen. Ein Splinterblast würde hier fast mehr Damage machen als der Diskus. Ne? Na, wobei, 11% Stunt ist aber auch nicht unbedingt die Welt. 12 Punkte Damage ist okay. Oh nein, bitte nicht. 1 Punkt Schaden. Wie soll Redbeth das nur aushalten? So, einmal Swipes bitte. Oh, ich muss nur den Chosen töten? How are you doing? The Chosen, we slew one of the Chosen. From up the path, a gentle thundering filters down. They feel it in their feet, the shaking rocks, the pounding earth. That's not a good sound. Something splits the stones ahead and comes charging. The guttural call of a horn resounds. Kriu! Was ein tolles Horn. It's the Shadow Hunter. He's found me. There's Shadow Hunter, leaping and charging with stunning agility. It lows and shouts, hunting for living meat. Okay. Shadowhunter ist also quasi wie die Kultistenpolizei. Man steigt aus, der Shadowhunter kommt vorbei und tötet einen. So, was haben wir denn hier? Bonelands für 7 Punkte Damage. Wir bleiben beim Klassiker. Schieß ein Diskus. Au! Shadowhunter, zeig dich! Wir vernichten dich! Das kann nicht aus gegen uns. Oh fuck, vielleicht hat er doch eine Chance gegen uns. Das eine Menge Holz da oben drauf. Ich denke, wir erwarten unseren Freund hier, weil ich Angst habe. Wir interfusen hier oben mit und werfen einen Diskus nach der Kuh. Das sieht fast eher aus wie ein Schwein. Shoot! Und die bleibt erstmal da. Die hat nämlich kein Healed. Das ist nicht gut. Boah, okay. Es leben alle noch. Glück gehabt. Dann schlagen wir mal einen Shadowhunter tot. Jeder schmeißt mal bitte seinen Terrorism an. Bearhag. Okay, oder die tötet ihn einfach alleine. Dann braucht niemand mehr seinen Terrorism anzuschmeißen. Gut, und weil wir hier ja gerne lore-konform spielen, darf Malea den Shadowhunter töten. Der sucht die ja schließlich. Macht nur Sinn. Wir bekommen noch eine Brawl Guard. Die hat immer noch jeder an. Okay, Spiel. Okay. Skeletal Dagger. Alter, scales twice as much with bonus damage and potency. Das ist stramm. Spirit Blade, when allies stand directly adjacent to an interfused object. Okay. Vigor Flow. Ja, ich denke mit dem Vigor Flow. Plus 2 Damage.
Mel wird unser professioneller Melee-Skelett-Mage. The way is cleared. They emerge from the mist on the other side of the range. Well, we are through, though a road can be a dangerous place in its own fashion, especially an ill-used one. I don't believe it. We slew the Shadow Hunter, but next course of action should probably include a place to tend our wounds, somewhere nearby hopefully. Windmill up there might be our best option for a safe sleep. They all pick their way up to the windmill, hopeful they find rest. The wind in the mountains rises and howls. Old Jasper Mill. Such a sunset. If it were our last, we wouldn't count ourselves poor. I'll check around the back. The windmill smells like sackcloth. It's cool, dusty, decaying. Slow, twirling blades groan overhead as a splintered center shaft twists uselessly in the ceiling. Seems we're alone here. It's been a strange journey. I never expected to be anything more than just another nobody from Eaststorm. So I threw my life away. You helped me get it back. I'll never forget that. We all do the best we can. The old Jasper Mill. I remember hearing of this place. Built a couple generations back. Kept running all the time. Until recently, it looks like 2 or 3 years. People do the best they can. But the seasons are relentlessly changing. You hope you get wiser as they turn. You make the effort and you will. True enough. The road they've reclaimed will see new traffic soon. It will open the way for travelers, trade and peace. But shadows collect in the places shadows do. By the rocks and the ruins. Deep under roots of mountains. Gut, das war Kapitel 1 von, wie heißt das? Wie heißt die Kampagne hier? Monarchs Under the Mountain? Wir machen jetzt hier noch kurz fertig und schauen, wie Kapitel 2 anfängt. Ansonsten, danke fürs Zuschauen. Langes Video, schätze ich. Like und abonnieren nicht vergessen. Und gleich kommt dann das Outro, nachdem wir schauen, wie es weitergeht. So, Cold Call fällt weg. Den Mushrocks behalten wir. Die kommen wirklich schnell rein, die Karten. Und die sind stark. Also, die Kampagne wird schwer. So, was ist passiert? Zwischen den Jahren, also 11 Jahre Frieden. Mel tended his mystic seed until one day it sprouted. Well, maybe sprouted wasn't the right word. It burst up in a shower of dirt, producing small font noises. Astounding, my little enigma. We have so much to learn, don't we? Its growth would be incredibly slow, but perhaps endless? Malea's grandfather, Wenmeyer, passed away. He died satisfied that his granddaughter had embarked on a sunnier path. The opened road brought many colorful folk through Eaststorm. Old Wenmeyer would have loved to see it. Trundle left small treasures around. Victory is guard for other explorers to find. Perhaps new stories would spring up there. Toll, der macht da Geocaching. Redbeth took up with a soft-hearted man who lived at the edge of arid land. One would patch the roof, one would weed the garden, and Redbeth marveled at how fulfilled she felt by his side. Jetzt geht's los. During the Years of Peace, Transformations. Advanced Trundle's Transformations, Foothill Arm. Ja, ja. Wir hätten gerne, dass Trundle ein professioneller Steinmann wird. Schade um die große Zweihand-Axt, aber es ist wie es ist. So, den Teil hier überspringe ich kurz. Ich fasse dann gleich zusammen. Gut, gibt nicht viel zusammenzufassen. Malea hat einen 1er Dolch, einen 1er Bogen gekriegt. Mel hat eine 2er Rüstung gekriegt. Der ist ja dann auch komplett fertig, der Charakter. Redbeth kann nichts kriegen, außer eine Rüstung. Und dafür war das Zeug gerade nicht. Trundle hat jetzt eine Einhand-Wasseraxt und eine Einhand-Wasserarmbrust und seinen Steinarm. Mal kurz reinschauen. Foothill-Arm 4 bis 6 Punkte Damage. Hälfte Bonus Damage und Potency. Der bekommt noch einen und noch 2 Beine mit dazu. Dann haben wir hier einen kleinen Golem. Ich freue mich drauf. Gut, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. There's more like this, farther we go.
Only the crows are pleased, singing to the smell of burnt homes, burnt flesh. Elsewhere in the woods. Here it is. Pretty secluded place. Fix this old cottage up herself. She said the experience your child did. Went further though, and Fernhook's just the other side of that hill back there. The door swings open before Redbeth can knock. Who's shouting out here? Is that... Redbeth, how long has it been? It's almost a year since I left for Aradland. Feels like longer. The woodland cottage is small but not cramped. Singed spice and the odor of old cooking oil tangle cozily in the air. How have you been? Who's this? Eve Orphanscale, I'm from Aradland. Her husband and kids are with her cousin on a nearby farm. I brought her to you because... It's those cultists again, isn't it? The ones I would have sworn to? They were meeting with my daughter. The kid's okay. Eve had to move her whole family though. The neighbor's girl put on one of their masks and went with them, and I knew it was nothing I could fight. It's quite a ways down to the southeast road through the territory that's gone wild, but I think that we should lend a hand. I don't know. I've heard it called the weight of well-meaning. When the act of helping one puts you into the hopes of all who need helping. Ich glaube, da fehlt ein Komma, der liest sich komisch, der Satz. Those that can defend the meek ought to. It's really that simple. Can't save everyone. I understand it's not your fight. Aradland is far away after all. We left it far behind. Eve opens the door and... Thump. I was only saying, yeah? The door opens back up. Malea, are you aware there's a... Oh, you know there's a mom crying outside? Oh. I'll go grab my dagger and thanks. But I'm not dying for a bunch of strangers somewhere. The shadows deepen. All monster groups will draw an extra monster card in every battle. Gut. Kapitel 1 geschafft. Die Kampagne wird schwer, meine Kerle. Nochmal, danke fürs Zuschauen. Liken, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in Kapitel 2. Ciao, ciao.